Ja, nach unserem Besuch beim größten Hanffeld Deutschlands sind wir neugierig geworden, was Hanf noch alles kann. Neben tausenden anderen Anwendungsmöglichkeiten kann Hanf auch heilen. Dafür sind wir extra nach Österreich gereist, um ein sehr interessantes Projekt zu treffen. Die meisten Leute kennen THC. There's a specific chemical in marijuana known as tetrahydrocannabinol, or let's call it THC from here on out for short, which is the material, the chemical that produces the high of marijuana. It's stimulating, mind-expanding. Marijuana is an intoxicating, mind-muddling drug. Its use can lead to abnormal behavior. THC hat einen bisher zu wenig beachteten Bruder oder eine bisher zu wenig beachtete Schwester, und zwar CBD. Und diese Schwester oder dieser Bruder ist eigentlich auch total interessant und kann total viele Sachen. Es ist nicht so leicht, CBD zu vermarkten in Europa, weil wir nicht kommunizieren dürfen, was es kann. Ein Unternehmen, was mit CBD handelt, darf nicht darüber sprechen, wobei es alles hilft. Nämlich bei Migräne, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, Regelschmerzen, allen möglichen chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Unruhe, Stress, Unwohlsein, Paranoia, Angst. Ich will dazu beitragen, dass CBD den Menschen zugänglich ist, dass jeder darauf Zugriff haben kann, wenn er es will. Und dass ich diesen Weg versuche irgendwie zu erleichtern und dass Hanf einfach an jede Ecke kommt. Ich habe sehr, sehr starke Regelbeschwerden, also wirklich so stark, dass ich 3 Tage lang nicht aus dem Bett aufstehen kann. Ich habe dann nach Alternativen gesucht und habe CBD gefunden, und seitdem hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Dadurch bin ich dann auch diesen Weg gegangen, CBD möglichst vielen Leuten zu zeigen. Da haben wir dann ganz zufällig habe ich den Juri kennengelernt, den dritten im Bunde. Margu war eine Tochter von einem Kaiser, der vor über 3000 Jahren in China geherrscht hat. Und sie hat sozusagen nach dem ganzen Krieg, den er verursacht hat, ist sie durchs Land gereist mit einem großen Karren mit Cannabis drauf und hatte dann die Bevölkerung verteilt, speziell an die Kriegsversehrten. Und wir haben uns gedacht, das ist ein guter Name, um Cannabis in Europa wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. CBD-Öl gab es damals schon so ein bisschen, aber das war zu wenig nah am stigmatisierten Hanf dran, würde ich jetzt mal sagen. So dass das wurde nicht von den Medien aufgegriffen oder was auch immer. Und die Blüte an sich, das ist ja das Bild, was jeder im Kopf hat vom illegalen Produkt. Dann haben wir gesagt, hey, nehmen wir doch das und bringen das an jedermann. Es ist legal, wir dürfen es verkaufen. Und somit haben wir eben einfach Blüten verkauft. Blüten getrimmt, so wie das, was jeder kennt, das illegale Produkt. Und ja, genau das, was wir erwartet hatten, ist auch passiert. Die Medien sind verrückt gewesen, die Polizei ist ausgetickt, was auch und Die Politik hat nicht gewusst, was passiert überhaupt, wird hier was Illegales verkauft oder nicht. In direkter Nachbarschaft der Polizeistation Stiftgasse kann man seit kurzem Cannabis kaufen. Die Polizei war zwar bei dem Sale am Donnerstag dabei, aber nur weil der große Andrang für Verkehrsbehinderungen sorgte. Nicht, weil die Ware illegal ist. Ja, und dadurch wurde der Weg geebnet, dass überhaupt die Gesellschaft offen war oder dass überhaupt bemerkt hat, dass da was passiert. Dass dann überall darüber gesprochen wurde, hat dann diese Welle ganz Europa einfach erreicht. Ja? Das war eigentlich unser Hauptziel, dass eben so wie vorher gesagt, dass einfach jeder das haben kann, wenn er es will. Und dass jede Person weiß, was Hanf kann. Wie man hier sieht, sind die Pflanzen jetzt eingesetzt worden, noch nicht mal 2 Wochen alt und in wahrscheinlich 1 Woche.
Das entscheidet über das Team, werden dann die schwächeren Triebe abgeschnitten, damit die stärkeren Triebe alle gleichmäßige Blüten erzeugen und wir eine standardisierte Blüte bekommen. In Summe in dem Raum stehen 1250 Pflanzen und jede davon muss beschnitten werden. Das heißt, es ist schon sehr viel händische Arbeit notwendig, um das zu machen. Die Blüten schauen wirklich bis nach ganz hinten fast alle gleich aus. Und da geht es darum, dass sie die gleichen Werte haben, damit wir auf einem Markt, der sehr, sehr viel Wert auf die Grenzwerte von THC legt, dass wir da auch auf gar keinen Fall irgendwie rauskommen, sondern wirklich jede Blüte genau gleich ist. Es gibt einerseits viel Gegenwind, aber auch viel Zusammenarbeit. Weil es gestimmt hat, was wir behauptet haben, hatten wir dann anscheinend diesen Status, dass uns zugehört wird. Und dadurch kam Dialog zustande. Wenn es legalisiert wäre, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass wir unsere Produktion nicht nur Indoor machen, sondern auch Outdoor, weil man einfach die Sonnenkraft nutzen kann und wenn diese Grenzwerte nicht mehr einzuhalten sind, man einfach viel mehr Freiraum hat. Das wasserlösliche CBD, auf das sind wir ganz besonders stolz, weil beim normalen CBD-Öl ist die Aufnahme ca. zwischen 6 und 13%, je nachdem, was man vorher gegessen hat, wie lange man es im Mund behält, bevor man es runterschluckt. Und eben dann beim wasserlöslichen sind wir dann irgendwo bei um die 80%. wenn du es schnell brauchst, dann kommt es auch viel schneller in den Körper. Du sprühst es dir bei unserem Produkt zum Beispiel einfach in den Mund und zack, es wird über deine Mundschleimhaut aufgenommen wie Wasser halt, geht durch all die Membranen und im besten Fall dorthin, wo es hingehört.